Der Fuchs wurde illegal gejagt, konnte aber glücklicherweise von einer Frau gerettet werden. Da er sich heftig wehrte, wurde sein Körper schwer verletzt. Das Mädchen setzte den Fuchs in den Käfig und machte sich Sorgen um den Gesundheitszustand des Tieres. Auf dem ganzen Weg zum Tierarzt lag der Fuchs ruhig da und atmete gelegentlich schwach. In der Klinik stellte der Arzt fest, dass zahlreiche tiefe Wunden ausgetrocknet waren und das Fell verfilzt war. Sie injizierten schnell Schmerzmittel und desinfizierten seinen gesamten Körper. Der Fuchs zitterte leicht, als die Nadel seine Haut berührte, verstand es dann aber und ertrug es. Nachdem das Tier sorgfältig verbunden wurde, wurde es zum Ausruhen in seinen Käfig zurückgebracht. Um zu verhindern, dass es sich in seine eigene Wunde beißt, mussten sie sein Maul mit einem Verband darum wickeln. Lebenserhaltende Nährstoffe können ihm nur über einen intravenösen Zugang zugeführt werden. In den ersten Tagen blieb der Fuchs dünn und lustlos, sein einst glänzendes rot-orangefarbenes Fell war nun zerzaust und verfilzt. Doch als der Fuchs seinen Retter kommen sah, leuchteten seine Augen noch einen Moment auf, doch dann sank er wieder in sich zusammen, als hätte er begriffen, dass er noch immer nicht außer Gefahr war. Allein die Art, wie es jedes Mal mit dem Schwanz wedelt, wenn es sie sieht, zeigt, dass es viel besser geworden ist. Nach einer langen Behandlung wurde der Fuchs schließlich wieder gesund. Das Mädchen brachte den Fuchs zurück in den Wald in der Nähe ihres Hauses, wo sie ihn frei herumlaufen sah. Diese gute Tat hinterließ beim Fuchs einen tiefen Eindruck und er vergaß nicht, zu ihrem Haus zurückzukehren, um ihr zu danken. Sie dachte, sie würde den Fuchs nie wieder sehen, doch als sie eines Morgens die Tür öffnete, saß er vor ihrem Haus, nur um eine weitere Chance zu bekommen, ihn wiederzusehen. Der Fuchs besuchte sie nicht nur, sondern zog sie auch in den Wald und zeigte ihr voller Aufregung den Weg. Oftmals hatte sie Mitleid mit dem Fuchs, weil sie ihn allein vorfand, und lud ihn ein, bei ihr zu leben. So gewöhnte er sich allmählich an das Zusammenleben mit ihr und war nicht mehr so hinterhältig und schüchtern wie früher. Es war das erste Mal, dass sie es so glücklich sah, dass sein Mund ununterbrochen lächelte und sein Schwanz wedelte. Auch der Fuchs schien von seinem neuen Leben ganz begeistert zu sein. Er war nicht mehr so mürrisch wie am ersten Tag, sondern wurde aktiv. Er sieht gesünder und vor allem immer voller Freude aus. Vielleicht hatte sich der Fuchs noch nie zuvor so friedlich und glücklich gefühlt. Das Besondere aber ist das Lächeln, das er stets auf den Lippen trägt, das glückliche Lächeln eines Fuchses, der nicht mehr alleine umherwandert. Lieber Freund, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, der Geschichte zu folgen. Vergessen Sie nicht, den Kanal zu liken und zu abonnieren, um uns zu unterstützen.